Ein heißer Tag im August. Hier startet der 26. Wanderritt von München nach Waldmünchen. Dieser Ritt über eine Strecke von mehr als 200 Kilometern dient uns als Kulisse, um möglichst viele Aspekte und Voraussetzungen für einen gelungenen Wanderritt zu erörtern. Da die meisten Wanderreiter nicht von zu Hause aus starten, müssen sie gezwungenermaßen ihr Pferd verladen. Das sollte für Pferd und Reiter stressfrei ablaufen und bedarf oftmals einiger Übung. Das Pferd sollte freiwillig in den Hänger gehen. Im Idealfall können Sie das ohne fremde Hilfe schaffen. Sobald Ihr Pferd steht, schließen Sie die rückwärtige Absperrung. Dann binden Sie Ihr Pferd vorne an. Verwenden Sie einen gut schließenden Karabiner. Binden Sie Ihr Pferd so an, dass es sich umsehen, aber niemals mit Kopf oder Bein im Strick verfangen kann. Versuchen Sie es einmal mit einem Halsgurt. Hierbei kann der Anbindstrick bei größerer Bewegungsfreiheit kürzer sein als beim Stallhalfter. Die meisten dieser Wanderreiter sind bereits am Vortag angereist. Das hat den Vorteil, dass sich die Pferde in aller Ruhe an die Situation mit all den anderen Menschen und Pferden gewöhnen können. Der ideale Wanderreitsattel hat eine lange Auflagefläche, um das Gewicht des Reiters gleichmäßig zu verteilen. Am Sattel sollten Satteltaschen und was man sonst noch alles mitnehmen will, gut zu befestigen sein. Ein dickes und breites Pad oder ein Woilach, eine mehrfach zusammengelegte Wolldecke, verhindern Druck und Scheuerstellen. Nehmen Sie auf Ihrem Ritt nur das mit, was Sie unbedingt brauchen. Vermeiden Sie, dass Satteltaschen herumschaukeln, Stricke herunterhängen, Decken herumflattern. Wenn Sie damit irgendwo hängen bleiben, können Sie sich und andere in Gefahr bringen. Bereiten Sie zu Hause alles sorgfältig vor. Am besten, Sie machen sich eine Checkliste und überprüfen, ob Sie wirklich alles dabei haben. Für alle Fälle ist in der Innenseite der Videohülle eine Checkliste. Diese Reiterin hat ein Rehfell zwischen Sattel und Satteldecke gelegt. Ein Geheimtipp unter Wanderreitern. Außerdem schützt sie die Augen ihres Pferdes mit einer Fliegenkappe. Diese Kappen gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Auch in das Stirnband eingelegte Fransen aus Leder oder Schnur wehren Fliegen vor den Augen ab. Wenn Sie ein Fliegenspray benutzen, achten Sie auf die Windrichtung und sparen Sie unbedingt alle Schleimhäute aus. Dieser Schimmel trägt keine Kriegsbemalung, sondern wurde mit einem Teerstift zur Fliegenabwehr bestrichen, den es anscheinend nur für Braune gegeben hat. Aber auch hier geht Wirksamkeit vor Schönheit. Dass man bei uns Maultiere eher selten sieht, soll nicht heißen, dass sie für einen Wanderritt ungeeignet sind. Seine Besitzerin ist da ganz anderer Meinung. Nicht nur ihr Pferd sollte den Ritt unbeschadet überstehen. Robuste Lederchaps schonen die Hosen und reduzieren die Gefahr des Wundreitens. Außerdem sind sie ein guter Regenschutz, wenn sie aus wasserdichtem Material sind. Praktisch sind Chaps, die bis zu den Schuhen reichen und mit einem Reißverschluss ausgestattet sind. Chaps, die beim Gehen auf dem Boden schleifen, sind schlichtweg zu lang. Vermeiden Sie beim Satteln unnötige Hektik. Wenn Sie eine neue Gruppe zusammenstellen, unterhalten Sie sich ruhig über ihre reiterlichen Stärken und Schwächen. Und wenn Sie ein Pferd reiten, das nach zu dicht aufreitenden Pferden schlägt, binden Sie ein rotes Band in den Schweif Ihres Tieres, um andere Reiter zu warnen. Wanderreiter sollten, wie eigentlich alle anderen Reiter auch, ihr Pferd in allen Situationen unter Kontrolle haben. Wenn Sie ein Pferd haben, das ausschlägt, panisch nach hinten drängt, schreckhaft zur Seite springt oder durchgeht, sollten Sie damit keine Wanderritte unternehmen. Oder der Sicherheitsabstand zu den anderen wird so groß,
dass das Ganze keinen Spaß mehr macht. Reiter, die mit dem Ruf auftauchen, Vorsicht, ich reite einen Hengst, sind nicht nur lächerlich, sondern auch gefährlich und sollten von jeder Veranstaltung ausgeschlossen werden. Um Ihr Pferd kennenzulernen und zu trainieren, sollten Sie mit kurzen Ritten ins Gelände beginnen. Zuerst gemeinsam mit einem erfahrenen Pferd und dann auch alleine. Wichtig ist, dass Ihr Pferd gelernt hat, in Gruppen problemlos vorneweg, hinterher und mittendrin zu gehen. Ihr Pferd sollte links und rechts des Weges gehen können. Sie sollten es links, rechts und hinter sich führen und von links und rechts auf- und absteigen können. Die Zäumung darf es nicht beim Atmen behindern. Bei den Gebissen gilt die Regel, so weich wie möglich, so scharf wie nötig. Tellington-Gebisse gehören in weiche und erfahrene Hände. Glücklicherweise hat es sich auch schon herumgesprochen, dass man ein Pferd gebisslos reiten kann. Aber fragen Sie erst Ihren Versicherer, was der dazu meint. Bei mehrtägigen Wanderritten ist es sehr wichtig, dass auch hinter der Kulisse alles stimmt. Hier wurde eine große Zahl von Helfern organisiert, die den Tross bildete. Der Tross sorgt dafür, dass die Fahrzeuge und die Hänger der Reiter rechtzeitig am nächsten Etappenziel sind. Somit lässt sich das, was auf dem Pferd mitgenommen werden muss, auf ein Minimum reduzieren. Außerdem ist immer ein Hänger verfügbar, wenn ein Pferd oder ein Reiter nicht mehr weiter kann. Das scheint mir übrigens eine der wenigen Situationen zu sein, in der ein Handy beim Reiten Sinn macht. Notieren Sie sich die Nummern der Hufschmiede und Tierärzte der Gegend, die Sie durchreiten. Verstauen Sie Ihr Handy so am Körper, dass es nach einem Sturz noch funktionsfähig ist. Und kleben Sie für alle Fälle den Zugangscode ans Handy. Für manche Pferde stellt schon eine Wasserpfütze ein schier unüberwindbares Hindernis dar. Selbst Pferde, die Pfützen von klein auf kennen, gehen manchmal sehr ungern durchs Wasser. Uns Menschen geht es da nicht anders. Überzeugen Sie also Ihr Pferd davon, wie schön es sein kann, im kühlen Nass zu stehen, zu planschen, zu saufen oder gar darin zu baden. Sollten Sie übersehen haben, dass sich Ihr Pferd auch mit Reiter baden will, kommen Sie in den Genuss eines gemeinsamen Bades. Überlegen Sie, was Sie falsch gemacht haben. Nicht immer geht es so harmlos aus wie hier. Wenn sich ein Pferd mit Reiter wälzt oder badet, ist das meist ein Zeichen von Widersetzung. Es kann aber auch ein Alarmzeichen für eine Kolik oder für Rückenschmerzen sein. Für ein Pferd ist es natürlich, während aller Gangarten zu äpfeln. Anders ist es beim Strahlen. Wenn Sie spüren, dass Ihr Pferd strahlen muss, reiten Sie auf ein Stück Wiese oder Sand und lassen Sie zu, dass sich Ihr Pferd erleichtert, ohne sich dabei unnötig voll zu spritzen. Wallache und Hengste nehmen das oft besonders genau. Danach wird Ihr Pferd spürbar williger weitergehen. Ein gesundes Pferd äpfelt circa alle 2 Stunden und strahlt circa alle 4 Stunden. Wenn Ihr Pferd den ganzen Tag nicht gestrahlt hat, ist irgendetwas faul. Es ist Abend geworden. Auf unterschiedlichen Wegen haben die einzelnen Gruppen Oberhatzkofen erreicht. Gegenüber dem Gasthof Burger hat der Tross die Fahrzeuge mit den Hängern geparkt. Dieter Bubong, ein Urgestein des VfD, veranstaltet und organisiert diesen Ritt bereits seit 16 Jahren. Und so ist es bei Stationen, die jedes Jahr angeritten werden, Routine, das Wasser und das Heu für die Pferde zu organisieren. Wie bei den meisten größeren Veranstaltungen ist jedoch nicht nur die Vorarbeit und Planung sehr wichtig, es sollte auch für alle Beteiligten als schönes Erlebnis in Erinnerung bleiben. Und das wird es nur dann, wenn sich jeder entsprechend verhält. Der Ruf, dass Wanderreiter saufend, gröhlend und einen Saustall hinterlassend durch die Lande ziehen, ist vernichtend für alle Wanderreiter. Eine große Veranstaltung wie diese ist eine von vielen Möglichkeiten zu zeigen, dass es ganz anders auch geht und dass man sich von den schwarzen Schafen, die es leider immer gibt, distanziert. Nachdem die Pferde dann versorgt sind und jeder sein Nachtlager bereitet hat, ist es endlich an der Zeit, sich zu stärken. Die Teilnehmer haben für jede Station Essensmarken erhalten und die Wirte sind bestens für die hungrigen Reiterinnen und Reiter gewappnet. Hier wird mit Sicherheit jeder satt. Ein reichhaltiges Salatbuffet, gefolgt von Schnitzel, Gulasch oder Braten, stellt jeden zufrieden. Und wer nicht sofort satt und erschöpft in den Schlafsack kriecht, kann am Lagerfeuer den Tag ausklingen lassen. Oh,
Let me be a solid dog, ground be a man dog, honey, let me be a solid dog. Now look here, Sal, I know you around and stuff, and who don't you? And let me be a solid dog. Let me be a solid dog, grab and be a man dog. And let me be a solid dog. I down the wildwood sitting in a low finger drag all night in the hole. And let me be a solid dog. Let me be a solid dog, grab and be a man dog. And let me be a solid dog. I pulled the trigger and the gun said go. Shot fell over in Mexico. And let me be a solid dog. Let me be a solid dog, grab and be a man dog. And let me be a solid dog. Let me be a solid dog, grab and be a man dog. So, ja, vermisst was ist mit Zigaretten? Für den Wanderreiter ist keine Gangart tabu. Wenn auch die meiste Zeit ein raumgreifender Schritt angezeigt ist, so können Sie je nach Gelände auch traben oder galoppieren, aber nie zu lange auf einer Hand und möglichst im Entlastungssitz, der sich auch bei Distanzreitern bewährt hat. Dabei ist der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, Knie- und Fußgelenke federn die Stöße ab. Wenn Sie auch im Trab und im Galopp tief im Pferd und ohne zu plumpsen sitzen können, sind Leichttraben und Entlastungssitz überflüssig. Reiten Sie besonders in den schnellen Gangarten nie zu nahe auf und achten Sie darauf, dass Sie bis zum Absitzen noch so lange im Schritt gehen können, bis Ihr Pferd wieder ruhig atmet und halbwegs trocken ist. Reiten Sie einzeln an Fahrzeugen vorbei, da manch ein Pferd unerwartet heftig auf Spiegelungen reagiert und das neben ihm gehende Pferd verletzen kann. Mittagsrast beim Gasthof Kuttenberger in Jellenkoven. Auch hier wurde für einen großen Parkplatz für die Pferde gesorgt. Hier zeigte sich, wie wichtig es ist, dass Ihr Pferd gelernt hat, aus verschiedenen Behältnissen zu saufen. Nach einem langen und heißen Ritt sollte Ihr Pferd nicht sofort und dann langsam und in kleinen Schlucken saufen. Deshalb ist es vorteilhaft, die Trense bis nach dem ersten Saufen im Maul zu lassen. Wenn man aus einem Wasserhahn Wasser holen muss und keinen Eimer ausleihen kann, ist ein Stoffeimer sehr praktisch. Bindet man dann sein Pferd mit dem Stallhalfter oder Halsring an, kann man das Saumzeug am Sattel aufhängen. Fressen sollte das Pferd immer ohne Trense, um Schlundverstopfung zu vermeiden. Lassen Sie Ihre Pferde nie zu lange aus den Augen. Bei der Rast bietet sich an, den nächsten Streckenabschnitt zu erörtern. Wieder zeigt es sich, wie vorteilhaft es ist, mit Kompass und Karte umgehen zu können. Legen Sie den Kompass an einer Nord-Süd-Kante Ihrer Karte an und drehen Sie diese so lange, bis die Kompassnadel nach Norden zeigt. Die Karte ist jetzt eingenordet. Die vorgegebenen senkrechten Falze der topografischen Karte zeigen immer von Süden nach Norden und können gut zum Einnorden hergenommen werden. Wenn Sie Lage und Entfernung eines markanten Punktes in der Landschaft bestimmen wollen, brauchen Sie die Marschzahl. Richten Sie die lange Seite Ihres Kompasses, verlängert durch eine Schnur, direkt auf den Punkt, hier ist es ein Hügel, und merken Sie sich die Zahl, auf die die Magnetnadel jetzt zeigt. Das ist die Marschzahl, hier ist es die Zahl 70. Legen Sie dann den Messpunkt am Kompass auf die Stelle in der eingenordeten Karte, an der Sie sich befinden, und drehen dann den Kompass so lange, bis die Nadel wieder die Marschzahl zeigt. Verlängern Sie die gefundene Linie mit der Schnur.
Diese führt jetzt direkt über den angepeilten Hügel. Meistens ist am Kompass eine Messskala angebracht, mit deren Hilfe Sie jetzt die Entfernung errechnen können. Sie sollten topografische Karten im Maßstab von 1 zu 50.000 verwenden, auf denen dann 2 cm der Karte einem Kilometer in der Natur entsprechen. Unser Hügel ist also etwas weiter als 6 Kilometer Luftlinie entfernt. Jetzt legen Sie die Schnur entlang der Luftlinie vom Ausgangspunkt zum Zielpunkt auf die Karte und legen die Wege fest, auf denen Sie reiten wollen. Dann zeichnen Sie diesen Weg ein. Um die Karte zu schonen, sollten Sie diese in eine Kunststoffhülle stecken und den Weg mit einem abwaschbaren Stift auf der Folie markieren. Ein orangefarbiger Strich ist auch in der Dämmerung noch sehr gut sichtbar. Nehmen Sie sich bereits vor Ihrem ersten Ritt die Zeit, die sogenannte Legende Ihrer Karte zu studieren. Dort sind Höhenlinien, Moore und Gewässer ebenso verzeichnet wie Steilhänge, Stege und andere schwer passierbare Geländeformen und Stellen. Wenn Ihre Karte nicht zu alt ist, können Sie sich auf solche Karten recht gut verlassen. Wenn man in einer Gruppe reitet, müssen Gangwechsel immer angezeigt werden. Am einfachsten orientiert man sich dabei immer am ersten Pferd und gibt das deutliche Armzeichen nach hinten weiter. Sprechen Sie Ihre Zeichen vor dem Aufsitzen untereinander ab. Sobald Sie einen Verdacht auf Lahmheit haben, steigen Sie ab und führen Ihr Pferd im Schritt oder, falls Sie noch nichts erkennen können, im Trab. Ein Pferd, das vorne lahmt, zuckt beim Auffußen des lahmenden Beines mit dem Kopf nach oben. Zieht es die Gruppe hoch, lahmt. Untersuchen Sie die Hufe. Vielleicht hat sich ein Eisen gelockert oder ein Stein verklemmt. Tasten Sie Hufrand, Karpalgelenk und Röhrbein nach Hitze und Schwellungen ab. Wenn Sie noch immer nichts gefunden haben, sehen Sie sich die Sattellage auf Druck- und Scheuerstellen hin an. Lahmt Ihr Pferd im Schritt, dürfen Sie es nicht mehr bewegen. Lahmt es nur im Trab, können Sie es noch weiterführen. Ziehen Sie Ihr Pferd lieber zu früh als zu spät aus dem Verkehr. Bestimmt werden in Ihrer Nähe immer wieder Kurse in Sachen Huf- und Pferdegesundheit angeboten. Auch aus Büchern kann man sich viel Wissen holen. Auch wenn sich mal nicht gerade ein frisch gemähtes Stoppelfeld anbietet, achten Sie darauf, die Wege nicht zu verlassen. Wiesen und Felder gründen die Existenz der Landwirte. Und sie fänden es auch nicht spaßig, wenn jemand durch ihren Garten galoppieren würde. Lange Ritte in großer Hitze sind nicht nur für die Reiter eine große Belastung. Da sich ein Pferd seinem Reiter nicht so ohne weiteres mitteilen kann, liegt es an uns, immer wieder seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Hierzu 2 praktische und zuverlässige Tests. Der Hautfaltentest ist geeignet, den Wasserhaushalt des Pferdes zu kontrollieren. Dabei kneifen wir die Haut am Hals zusammen. Verschwindet die Falte nach dem Loslassen schnell wieder, ist genügend Wasser im Gewebe. Bleibt die Hautfalte länger als 3 Sekunden stehen, ist das Pferd dehydriert. Es hat zu wenig Wasser im Gewebe und muss dringend saufen. Bieten Sie also Ihrem Pferd bei jeder Gelegenheit frisches Wasser an. Der zweite Test ist der Schleimhauttest. Die Schleimhaut der Zunge, des Mauls und des Zahnfleisches soll rosarot sein. Genauso soll auch die Augenschleimhaut aussehen. Hat das Pferd eine helle oder sogar weiße Schleimhaut, dann ist die Durchblutung gravierend gestört. Eine Kolik oder eine Darmaufstoppung kann hierfür die Ursache sein. Um sicher zu gehen, sollten Sie in diesem Fall einen Tierarzt rufen und das Pferd absatteln. Wenn Sie mit einem Tross unterwegs sind, können Sie große Weidezaungeräte mitnehmen, stabile, große Weidepfosten und auch sonst Sachen, die Sie zu Hause gewohnt sind, aber auf einen Wanderritt normalerweise nicht mitnehmen können. Der Paddock bei einer Übernachtung im Freien in unbekanntem Gebiet sollte mindestens 6 mal 4 Meter pro Pferd groß sein. Neben den intensiven Naturerfahrungen, die wir gemeinsam mit unserem Pferd beim Wanderreiten erleben, sind auch die Übernachtungen meistens Erlebnisse, die gerne in Erinnerung bleiben. Glücklicherweise gibt es genügend Gleichgesinnte, die gerne einer großen oder kleinen Schar von Wanderreitern Unterkunft oder einen Platz zum Campieren bieten. Wenn man aufs Geratewohl losreitet, riskiert man sehr viel Zeit für die Suche
nach einer geeigneten Bleibe zu verschwenden. Bei unserem Wanderritt nach Waldmünchen war für alles gesorgt. Und dafür, dass der Boden hart wie Beton war, war die lang anhaltende Dürre und nicht der Gastgeber schuld. In seiner gemütlichen Westernbar konnten die strapazierten Reiter die Mühen des Tages vergessen. Am Abend des nächsten Tages hieß es für die ganz Unermüdlichen noch einmal aufsatteln und losreiten. Der Bürgermeister von Mitterfels hatte die Gruppe auf die Burganlage zu einem Umtrug eingeladen. Das ließen sich die durstigen Reiter nicht zweimal sagen, zumal das eine gute Gelegenheit war, einmal als gesamte Gruppe aufzutreten. Solche Veranstaltungen dienen auch dazu, die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der Freizeit- und Wanderreiterei zu verbessern. Die örtliche Presse versuchte, alle auf ein Bild zu bekommen. Der Bürgermeister sprach ein paar freundliche Worte. Ich habe es nicht an so einen anstrengenden Tag hinter euch, weil die Temperaturen ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Und ich wünsche euch für die nächsten Tage, dass es ein bisschen angenehmer wird und dass ihr ein paar schöne Tage habt. Dankeschön. Und dann geschah ein Wunder, wenn auch ein sehr kleines. Das erste Mal seit Wochen fielen ein paar Regentropfen. Dann erfolgte der mehr oder weniger geordnete Auszug aus der Burg. Dankeschön, viel gut. Quartier bezogen die Reiter gegenüber dem Reiterhof Gürster, wo auch der örtliche Reit- und Fahrverein Pferde eingestellt hat. Die Gelegenheit, die große Reithalle oder den angrenzenden Springplatz zu benutzen, nutzte keiner der Wanderreiter, was nach den 4 heißen Tagen im Sattel nur allzu verständlich ist. Dafür wurden die Gastfreundlichkeit und das gute Essen der Wirtsfamilie umso begeisterter genossen. Kennen wir schon. Wurstsalat habe ich noch? Ja. Nein, bei ihr nicht. Sie haben auch am Stück, oder? Genau. Ja, genau. Entschuldigung. Auf einen heißen und staubigen Tag folgte eine schwüle Nacht. Und auf die schwüle Nacht ein heißer und staubiger Morgen. Laut Wetterbericht sollte es irgendwann in den nächsten Tagen regnen. Die gut 40 Reiterinnen und Reiter hatten bereits mehr als die Hälfte der Strecke hinter sich und waren zu einer großen Familie zusammengewachsen. Einige waren schon zum so und so vielten Mal dabei und einer mit Sicherheit das erste Mal. Wie die Tage zuvor trafen sich alle beim Frühstück, wurden die Karten studiert, die Routen besprochen. Dabei machte das Gerücht die Runde, dass es eine bisher unbekannte Abkürzung durch eine Furt gibt, zu der ein paar einheimische junge Reiterinnen die Gruppen, falls gewünscht, führen würden. Die Furt, durch die besagte Abkürzung führte, war aber in der Karte nicht vermerkt, was dem einen oder anderen Wanderreiter leichte Schwierigkeiten bereitete.
Was macht man, wenn man keinen markanten Punkt zum Orientieren sieht, nachdem man seine Karte einrichten kann? Soll man zurückreiten? Nicht mehr weiter können. Oder einen Einheimischen fragen? Und jetzt einen Einheimischen fragen. Wenn aber kein Einheimischer da ist. Man sucht also einen markanten Punkt in der Landschaft. Zuerst in der einen, dann in der anderen Richtung. Frische Rodungen sind in der Karte nicht verzeichnet. Also besser doch nochmal das Ganze von vorn. Ja, liebe Leute, das kostet Runde, gell? Apropos Wege. Achten Sie jede Art der Einzäunung. Auch wenn Sie keine Weidetiere oder andere Gründe dafür sehen, haben Sie auf fremden Weiden nichts zu suchen. Diese Gruppe von Panduren ist auf einem mehrtägigen Ritt von Waldmünchen nach Passau unterwegs. Kurz nach Grafenau in Unterhütten-Sölden übernimmt der Besitzer einer 90 Hektar großen Rinderrange die Führung und so kommen die Reiter in den seltenen Genuss einer solchen Begegnung. Seine Rinder kennen außerdem Pferde aus nächster Nähe, weil sie bei Kuhtriebseminaren mit dabei sind. Unterwegs nach stundenlangem Ritt gibt es kaum etwas Schöneres, als sich in einem Rasthaus etwas verwöhnen zu lassen. Nicht überall sind Reiter so gerne willkommen wie hier. Und deshalb muss man erst fragen, ob und wo man mit seinen Pferden parken darf. Denken Sie daran, dass es Menschen gibt, die vor Pferden Angst haben und dass herumliegende Pferdeäpfel nicht in jedermanns Augen Glück bedeuten. Viele Menschen kennen Pferde nur aus Büchern und Filmen und wollen es auch dabei belassen. Idealerweise hat man von seinem Platz aus die Pferde unter Kontrolle. So eine Baumgruppe ist der ideale Anbindeplatz. Die Tiere können sich gegenseitig nicht nerven und die Anbindstricke können über dem Kopf angebracht werden. Die Sättel können bei gelockertem Bauchgurt auch auf dem Pferd bleiben. Wenn Sie absatteln, lassen Sie noch einige Zeit eine Decke auf dem Rücken, um zu schnelles Abkühlen und damit Kreuzverschlag zu vermeiden. Aus demselben Grund sollte man nie den warmen Rücken mit kaltem Wasser abwaschen. Wenn Sie keine leichte Decke dabei haben, reiben Sie den Rücken trocken, zum Beispiel mit Stroh oder Heu. Das massiert nochmal die Muskulatur und reduziert die plötzliche Verdunstungskälte. Und unten geht es nicht mehr weiter, geht es bloß links oder rechts. Dann fährst du links nach Elisabethszelle und durch Elisabethszell durch, dann musst du hochgehen, da ist dann rechts ein Wegweiser. Dieter Bubong kennt die Strecke und die Stationen wie seine Hosentasche. Immer wieder weist er den Tross ein und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf. Das Wanderreiten besteht nicht nur aus Reiten, sondern auch aus Wandern. Es gibt immer wieder Streckenabschnitte, die der Reiter zu Fuß bewältigen muss. Entsprechend sollten sich auch Schuhe und Hose zum Wandern eignen. Bei schwierigem Gelände kann sich ein Pferd, das geführt wird, besser ausbalancieren. Sie müssen Ihr Pferd links und rechts neben sich, aber auch hinter sich führen können. Ein geführtes Pferd soll sich am Körper des Menschen orientieren und nicht am Führstrick in seiner Hand. Wenn Sie vor der Schulter des Pferdes gehen und nach vorne sehen, kann Ihnen Ihr Pferd vertrauensvoll folgen. Wenn Sie sich immerfort umsehen, wird Ihr Status als sicherer Führer gemindert. Möglich, dass dann irgendwann Ihr Pferd Sie nicht mehr ernst nimmt und selbst die Führung übernimmt. Lernen Sie, Ihr Pferd aus den Augenwinkeln heraus zu beobachten und ein Gefühl für den richtigen Abstand zu bekommen. Ein Pferd, das Sie hinter sich herziehen müssen, will äpfeln, strahlen, fressen, saufen, lahmt oder will nicht von anderen Pferden weg. Während der Tross unterwegs zur nächsten Station ist, ein paar Worte zum Reitrecht. Laut Bundeswaldgesetz § 14 ist das Reiten im Walde, auf Straßen und Wegen auf eigene Gefahr gestattet. Die Länder regeln die Einzelheiten und können dieses Recht aus wichtigem Grund einschränken. Der Rosshof nahe Geigand über Cham ist als Raststation für Ross und Reiter wärmstens zu empfehlen. Im Schatten eines Waldsaumes sind die Pferde bestens aufgehoben und die Wirtsleute sind auch auf größere Reitergruppen bestens vorbereitet.
Wir haben uns jetzt nicht in einem Historienfilm verirrt. Der Reiter rechts im Bild ist Trenk der Pandur, oder besser gesagt sein Darsteller im alljährlichen gleichnamigen Festspiel in Waldmünchen. Und die Dame links im Bild zum selben Anlass seine Gespielin. Und wie schon seit vielen Jahren kommt solch eine Delegation der Festspieltruppe hierher, um die mittlerweile etwa 50 Wanderreiter beim feierlichen Eintritt in die Stadt anzuführen. Auf dem Stadtplatz dreht sich bereits seit ein paar Stunden alles ums Pferd. Hier sind aus allen Richtungen Wanderreiter zusammengekommen. Seit Jahren findet dieser große Sternritt statt. Und so sind hier Reiter aus Schweinfurt, Kronach, Bayreuth, Weiden, Neustadt, Vohenstrauß, Amberg und Hambach und nicht zu vergessen unsere Gruppe aus München zusammengekommen. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Der stilechte Damensattel wird festgezurrt. Trenk der Pandur wird ebenfalls zurechtgemacht. Die letzten Meter bis zum gemeinsamen Ziel werden diskutiert. Abstrasse oder andere? Ich würde sagen, wir gehen über Omadume. Wir gehen Omadume. Alle drei sind nicht mehr da, oder? Ach so, dann wollen wir noch ein bisschen warten. Okay. Und dann nimmt das Pferdeereignis der Festspielstadt Waldmünchen seinen Lauf. Angeführt vom Hauptmann Trenk ziehen 115 Wanderreiter durch die Straßen hin bis zum Festplatz.
Als kleinen Vorgeschmack auf den Country-Abend in der Festhalle werden die Reiter von der Band begrüßt. Ein paar hundert Zuschauer lassen sich dieses seltene Bild nicht entgehen. Die Reiterinnen und Reiter werden mit Freibier bedacht und der Gastgeber, der Bürgermeister, hat sich, wie jedes Jahr, die richtigen Worte zurechtgelegt. Ja, liebe Reiterfreunde, liebe Gäste, endlich ist es soweit. Waldmünchen ist wieder fest in der Hand der Sternreiter. Ich darf im Namen der Stadt Waldmünchen herzlich Grüß Gott sagen. Wir freuen uns, dass an diesem schönen Feiertag so viele Reiter bei diesen wirklich heißen Temperaturen nach Waldmünchen gekommen sind. Herzlichen Gruß an alle Sternreiter aus dem gesamten bayerischen Land. Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr wieder da seid und dass alles soweit auch ganz gut gegangen ist. Es ist bereits der 26. Sternwanderritt nach Waldmünchen, erneut eine große Herausforderung an Organisation und an die Durchführung. Reiterliches Können ist genauso gefragt wie eine gute Pferdepflege. Das war sicherlich heuer eminent wichtig bei diesen, wie gesagt, sehr heißen Temperaturen. Waldmünchen freut sich auf euch. Es ist nicht nur eine gute Tradition, es ist vielmehr schon Freundschaft entstanden zwischen den Reitern und Waldmünchen, die uns gemeinsam verbindet. Wanderreitern ist heute ein Volkssport geworden. Und der erste große Ritt dieser Art war eben dieser Sternwanderritt von München nach Waldmünchen. Es wurde gesagt, dass ihr werdet ankommen wie die geschlagene Armee Napoleons. Doch es hat nie zugetroffen, auch heuer nicht, selbst bei diesen großen Herausforderungen von der Hitze her. Wie wahr, wie wahr. Und so bezieht unsere Gruppe das letzte Mal Quartier. Auf diesen mehr als 200 Kilometern haben sie Freundschaften gefestigt und sind neu entstanden. Eine herrliche Woche geht zu Ende. Die Familie Bauer hat hier im Laufe vieler Jahre ein Paradies für alle die geschaffen, die Urlaub mit dem eigenen Pferd machen wollen. Neben freundlichen Ferienwohnungen für den pferdelosen Urlauber sind hier auch Ferienwohnungen mit direkt angrenzenden Paddocks, Reitplatz und Boxen entstanden. Die Anlage verfügt über einen kleinen Saloon, einen überdachten Putz- und Waschplatz, eine große Sattelkammer und rundum genügend Platz zum Faulenzen und Entspannen. Das Anwesen ist nicht nur eine Wanderreitstation, sondern auch ein Baby- und Kinderbauernhof. Während der letzten Jahre fand das große Abschiedsfest dieses Wanderrittes immer hier auf diesem Anwesen statt. Dieses Jahr wurde es aber wegen der großen Dürre aus Sicherheitsgründen in die Festhalle in Waldmünchen verlegt. Was jedoch niemanden daran hinderte, den Abend auf gewohnt familiäre Weise zu beschließen. Es wurde also wieder die halbe Nacht lang zusammengesessen, Reiterlatein ausgetauscht, gesungen, musiziert und immer wieder musiziert.
Wanderreiten und Distanzreiten sind zwei eng miteinander verwandte Sportarten. Dennoch unterscheiden sie sich in vieler Hinsicht, besonders in Sachen Training und Kontrolle der Pferdegesundheit. Dieses Diafilmvideo mit Trainingsplan ist ein Muss für jeden, der sich für das Distanzreiten interessiert. Wir machen jetzt gerade hier die 20-Minuten-Untersuchung nach Zieleinlauf. Da muss also innerhalb von 20 Minuten nach der Zielankunft muss das Pferd wieder den 60er Puls erreicht haben. Das überprüfe ich jetzt. Und noch ein Diafilmvideo will ich Ihnen vorstellen. Reiten in Deutschland, südlicher Bayerischer Wald ist der erste Film einer Reihe, die die verschiedensten Urlaubsgebiete Deutschlands aus der Sicht des Reiters betrachtet. Wenn Sie also einen Urlaub im südlichen Bayerischen Wald planen, sollten Sie sich dieses Video besorgen.